Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. In der zweiten Folge unserer Serie über die legendäre Graue Eisenbahn von 1980 bauen wir uns heute das Personenzug Starter-Set 7710 auf. Wir motorisieren es mit allen verfügbaren Antrieben und bauen die Beleuchtung in Lok und Waggons ein. Das Dampflokomotiven-Personenzugset 7710 war das erste auf meiner Einkaufsliste und gleichzeitig mein größtes Schnäppchen. Das vollständige Zugset wurde ganz normal auf Bricklink um 25 € angeboten und ich habe beim Verkäufer gleichzeitig noch viele andere Einzelteile gefunden, die wir für die zweite Schiebelok 7810 brauchen. Das Paket ist aus Frankreich gekommen. Wir machen es jetzt gemeinsam auf. Es ist alles sehr schön ordentlich eingepackt. Hier ist der Schiebezug 7710, ein Personenzug mit einer Dampflokomotive und zwei zweiachsigen Waggons, einem Schienenkreis und einem kleinen Bahnsteig. Aus 412 Teilen mit 5 Minifiguren. Alle Teile sind in einem großen Kunststoffbeutel, der Schienenkreis ist getrennt verpackt. Es ist ein wunderschönes Einsteigerset mit allen neuen Eisenbahnteilen. 7 Eisenbahnachsen, 16 Zugfenster und Türen, 4 Pufferbalken, eine schwarze Lokomotivgrundplatte und 6 schwarze Magnetkupplungen. Der Schienenkreis besteht aus 16 Segmenten. Die neuen Bahnschwellen mit den Clips sind hier in besonders gutem Zustand. Für jedes Schienensegment brauchen wir 2 Schwellen. Wie bei den blauen Schienen ist die längere Außenschiene geriffelt und die kürzere Innenschiene mit glatter Oberfläche, damit die Antriebsreifen bei der Kurvenfahrt durchdrehen können. Es sind 7 neue schwarze Achssteine dabei, mit den fix aufgesteckten neuen roten Eisenbahnrädern mit Speichen, die jetzt viel leichter rollen als die bisherigen alten Lagersteine mit den Metallstiften. Als Fahrgestell für die Lokomotive stecken wir 3 schwarze Achssteine auf 2 rote 2x10 Steine und füllen die Hohlräume mit roten 1x4 Steinen auf. Damit bekommen wir ein vollständig rotes Fahrgestell, bei dem man die schwarzen Achssteine von außen nicht mehr sieht. Das ist jetzt eine neue Bauart. Die alten Lokomotiven wurden alle mit nur 2 Achsen gebaut. Auf das Fahrgestell kommt die neue 6x16 Motorgrundplatte mit den Puffern. Auf die mittleren Ösen vorn und hinten stecken wir die neuen schwenkbaren Halter für die drehbaren Magnetkupplungen. An der Unterseite haben die Halter einen Hebel für die automatische Entkupplung. Die neuen Magnete drehen sich von selbst und die Waggons können so auf beiden Seiten gleich angehängt werden. Diese Kleinteile können wegen ihrer Anzahl auch ins Geld gehen. Für ein einzelnes Magnet kann man auch bis zu 3 € ausgeben. Vor der Vorderachse deuten 2 einfache schwarze Dachsteine die Kolben an. Ein dritter schwarzer Dachstein kommt unter den Kessel. Es ist hier die Betriebsnummer aufgeklebt, die eigentlich vorn auf den Kessel gehört. Links und rechts kommen die neuen Ehrling-Lampensteine und 1980 wurden auch die runden, transparenten 1x1 Platten als Scheinwerfer für die Eisenbahn neu entwickelt. Vorne formen wir die untere Kesselrundung aus umgekehrten Schrägsteinen. In der Mitte bauen wir den 2 Steine hohen Wasserkasten und decken den großen Hohlraum für die alten Motore und Verkabelungen mit Platten ab. In den Kessel kommt das Spitzenlicht auf einem Techniklochstein mit einer umgekehrt eingesteckten transparent gelben 1x1 Platte.
Der Scheinwerfer ist durchscheinend und im Kessel ist ein Hohlraum, in dem man das Spitzenlicht mit einem Lampenstein beleuchten kann. Wir decken jetzt den Kessel mit Dachsteinen ab und setzen auf die Rauchkammer den Kamin aus 2 neuen großen Rundsteinen mit einer roten, runden 2x2 Platte als Zierleiste in der Mitte. Der hintere Teil des Kessels geht in den Führerstand über und auf die Oberseite kommen 2 Jumperplatten und kleine Rundsteine als Dampfdom und Sanddom. Der Führerstand hat an der Vorderseite einfache Säulen. Innen kommt der übliche Aufkleber mit den Armaturen, die ich mir als Replacement Stickers als nachgedruckte Ersatzaufkleber bestellt habe. Die transparenten Ersatzaufkleber sind wunderbar und kaum von den Originalen zu unterscheiden. Der Führerstand bekommt links und rechts eine neue rote Aufstiegsleiter und einen schwarzen Boden. Auf der Hinterseite ist eine einfache glatte Wand. Hier müsste man eigentlich einen Kohletender bauen. Aber bei diesen kleinen Loks war der Kohlebunker auch oft vorne, links neben dem Kessel. Das Dach ist eine 6x6 Platte mit 4 3x3 33 Grad Dachsteinen. Jetzt fehlen uns nur noch die seitlichen Aufkleber. Auf den Aufkleberbögen gibt es üblicherweise 12 verschiedene Bahngesellschaften zur Auswahl. Es würde mir besonders gut gefallen, die Modelle mit den italienischen Staatsbahnen oder den österreichischen Bundesbahnen zu bekleben. Aber ich verwende die Deutsche Bahn, weil es die alternativen Aufkleber anderer Bahngesellschaften nur für die Lok und nicht für die Waggons gibt. Die neuen Achsen rollen sehr leicht und lassen sich sehr gut schieben. Das Fahrgestell ist aber nur ein Platzhalter und man kann jeden beliebigen Antrieb einbauen, entweder alte oder neue Motoren 4,5 oder 12 Volt. Bei allen Eisenbahnpackungen ist immer derselbe blaue Arbeiter mit der roten Mütze als Lokführer dabei. Jetzt bauen wir die Waggons. Die alten Waggonfahrgestelle gibt es jetzt nicht mehr. Wir verwenden eine normale 6x16 Grundplatte. Die Pufferbalken haben in der Mitte eine Zugöse für die neue dreh- und schwenkbare Magnetkupplung, die sich beim Kuppeln anzieht und immer in die richtige Richtung dreht. Die Pufferbalken sind für Drehgestelle gemacht und haben an der Oberseite eine glatte Fläche. Deshalb müssen sie mit Platten von unten an die Waggongrundplatte angebaut werden. Auf den Unterbau kommen umgekehrte Schrägsteine. 4 große decken wir in der Mitte mit einer 4x4 Platte ab und 4 kleine kommen als Federn unter die Achsen. Für dieses Fahrgestell haben wir jetzt 28 Teile verbaut. In den 70er Jahren waren diese Fahrgestelle einzelne Fertigteile. In der Inneneinrichtung haben wir 4 gegenständige gelbe Autositze auf jeweils 2 schwarzen, runden 2x2 Platten. Jeweils 2 Sitze links und 2 rechts gegenüber der Tür. Über den Kupplungen beginnen die Faltenbälge für die Waggonübergänge aus 2x2 Grundsteinen. Die unteren 2 Steinreihen der Seitenwände sind gelb. Hier haben wir sogar noch einige originale Aufkleber, die aber an der falschen Stelle angebracht sind. Auf jede Seite kommt in die Mitte das DB-Logo und ins obere rechte Eck neben der Tür die Kurstafel. Der untere Teil des Waggons ist gelb, der obere Teil blau. Jetzt bauen wir die Vorder- und Rückwand und ziehen die schwarzen Faltenbälge bis ganz nach oben. Bei den neuen Waggontüren ist der untere Teil außen farbig bedruckt, damit sie zu den zweifarbigen Waggons passen. Die neuen Eisenbahnfenster mit den abgerundeten Ecken und den eingesetzten Glasfenstern gibt es in 2 Größen, entweder 2 Noppen oder 4 Noppen breit.
Für den oberen Abschluss des Waggons gibt es neue, lange 1x8 Fliesen, die die Türen und Fenster oben zusammenhalten und auf denen man das Dach zum Abnehmen auflegen kann. Das Dach hat unten eine 4 Noppen breite graue Platte als Führung. Darauf kommen 8 hellgraue 3x4 33 Grad Dachsteine. Oben halten wir die Steine mit 3 grauen Fliesen zusammen, die gleichzeitig eine Dachlüftung darstellen sollen. Das Dach passt genau in den Wagenkasten und wird von den Noppen an den Faltenbälgen festgehalten. Jetzt bauen wir den zweiten, identischen Waggon für die zweite Klasse. Die 2 Waggons machen die Packung zu einem richtigen, vollwertigen Personenzug. Zum Set gehört noch ein kleiner Bahnsteig von einer Waggonlänge, der um einen Stein höher gebaut ist als der Bahnsteig vom Bahnhof, und der reicht damit genau bündig an die Unterkante der Waggontüren. Es gibt 4 Treppenstufen, die jeweils 2 Platten hoch sind, und auf die Plattform kommt eine 6x12 Platte. Am Bahnsteig steht eine rote Sitzbank mit 3 Autosesseln. Zu den Figuren gehört der übliche Schaffner, der bei jedem Zugset dabei ist. Bei diesem Set war sogar die Abfahrtskelle mit dem originalen grünen Aufkleber dabei. Dann gibt es noch 3 Figuren ohne Bedruckung als Fahrgäste, einen Mann mit der neuen braunen Frisur, einen zweiten Mann mit derselben roten Schildmütze wie die Bahnbediensteten und eine Frau. Bei den Waggons waren die wichtigsten Aufkleber alle noch original dabei. Wir ergänzen nur die kleinen erste und zweite Klasse Aufkleber rechts oben im Eck neben der Tür. Jetzt haben wir die Packung fertig aufgebaut. Ihr seht, dass kein einziges Teil gefehlt hat, es waren sogar einige Teile zu viel dabei. Und die Schienen haben eine besonders hervorragende Qualität wie neu. Alle Clips sind noch voll elastisch und bei keinem braucht man Angst haben, dass es abbricht. Und dabei habe ich noch Versandkosten gespart, indem ich viele andere gesuchte Kleinteile mitbestellt habe. Hier unten ist noch ein Brief dabei. Vielen Dank, Auriane, das war ein großartiges Paket. Der 7710 ist ein wunderbarer Schiebezug-Baukasten. In der blauen Ära gab es die letzte Schiebedampflok 133 im Jahr 1975 mit den alten Rädern und den neuen gelben Treibstangen. Damals waren die kleinen Lokomotiven alle zweiachsig, aber eine dritte Achse würde auch bei den alten Loks gut hineinpassen. 1978 gab es den ersten Minifiguren-Personenwaggon-Bausatz 184 mit alten Türen und Fenstern und den alten Fahrgestellen, die mit ihren Metallachsen fürchterlich quietschen und eiern. Die neuen Kunststoffachsen der Grauen Bahn rollen hingegen geräuschlos und butterweich über die Schienen. Auch als Schiebezug kann man mit dieser Packung sehr gut spielen. Die 5 Minifiguren ermöglichen viele realistische Rollenspiele. Der Bahnsteig ist zwar etwas kurz geraten und die Waggontür stößt an die Noppen der Plattform. Die Figuren können gut in den Waggon einsteigen, dazu kann man das Dach abnehmen. Im Bahnhof ist der Bahnsteig mit einer Höhe von 2 Steinen und einer Platte für die Waggons etwas zu niedrig. Beim Einstieg in den Zug gibt es einen zu großen Höhenunterschied. Der Bahnsteig vom Schiebezug hingegen ist einen Stein höher gebaut und er passt besser zu den Waggons, aber nicht mehr zum Bahnhof. Mit dieser Schiebezug-Startpackung zeige ich euch heute alle 3 verschiedenen Motore und Antriebsmöglichkeiten und wir werden Lok und Waggons mit 4,5 Volt und mit 12 Volt beleuchten.
Der Schiebezug ist eine vollständige und verhältnismäßig preiswerte Eisenbahnstartpackung mit allen neuen Eisenbahnbauteilen, Räder, Kupplungen, Türen und Fenster. Die Antriebsart kann man selbst wählen. Man kann alle alten und neuen Motore einbauen, die man von anderen, älteren oder neueren Zügen zu Hause zur Verfügung hat. Oder die man mit den 2 gängigen Motorpackungen nachkaufen kann. Man kann den Schiebezug mit dem 4,5 Volt Motor ausstatten. Als Spannungsquelle kann man entweder den schwarzen Batteriekasten als Schlepptender umbauen oder man kann den blauen Batteriewaggon mit den 2 Steuerungsmöglichkeiten verwenden. Man kann den alten 12 Volt Motor von 1969 mit den neuen grauen Schienen und dem Transformator weiterverwenden oder man kann sich den neuen schwarzen 12 Volt Motor von 1980 als Zubehörpackung kaufen. Am schönsten ist die Lokomotive natürlich mit dem roten Motorblock, der nur bei 2 Dampflokomotivsets dabei war. Wir werden uns jetzt nach der Reihe alle Antriebsarten und Beleuchtungen zusammenstellen. Laut Bedienungsanleitung und Teileliste sind beim Set 4 Extraräder mit Metallstecker für den Motor 107 dabei. Diese sind aber überhaupt nicht nötig, weil in der Motorpackung 107 standardmäßig bereits 4 Eisenbahnräder mit Haftreifen dabei sind. Es war ein üblicher Motor aus dem damaligen Sortiment. Man muss nur den Batteriekasten zu einem Schlepptender umbauen, wie es von 1967 bis 1971 üblich war. Dazu verwenden wir jetzt die neuen Eisenbahnteile von 1980. An die Oberseite des Tenders kommt eine Einfassung für den Kohlebunker. An der Unterseite des Batteriekastens befestigen wir mit 2 Lagen schwarze Platten vorne und hinten die neuen Pufferbalken mit den Magnetkupplungen. 4 schmale, schwarze, umgekehrte Schrägsteine als Achshalter und darauf setzen wir die neuen Eisenbahnräder. Wenn man den Motor in die Öffnung der Grundplatte eingesetzt hat, kann man vorne wieder links und rechts die 2 Schrägsteine als Zylinder anbauen. Dann schließe ich mit dem Kabel den Motor an die Batteriebox an und baue rund um den Stecker einen neuen Führerstandboden auf. Man könnte aber genauso gut auch den 2x4-Stein über dem vorderen Stecker entfernen oder den Anschlusskabel am hinteren seitlichen Stecker des Motors anbringen. Den Kabel führen wir durch das Rückfenster und können das Oberteil der Lokomotive wieder aufbauen. Jetzt ist der Batteriezug voll funktionsfähig. Aber wo wir Strom haben, da können wir ihn jetzt auch beleuchten. Es gibt schon seit 1954 die ersten 4,5 Volt Leuchtsteine, die man auch sehr gut in die erste blaue Lokomotive von 1966 einbauen kann. Man verwendet die kleinen roten 1x1 Fenster als Scheinwerfer, baut den Leuchtstein ein. Das einzige Problem ist der Anschlusskabel, den man außen um den Motor herumführen kann, weil es nur auf der Hinterseite den Anschlussstecker gibt. Wir bauen jetzt den Führerstand wieder auf und sehen die Scheinwerfer schwach leuchten. Mit dem grauen Zug gibt es erstmals ein richtiges Scheinwerferset mit transparenten Prismensteinen. Dieses setzen wir in den 1x6 Prismenhalter ein, der zum Kühlergrillstein wird. Die Prismen führen das Licht vom Leuchtstein zu den Scheinwerfern. Auf die Noppen der Prismen stecken wir die transparent gelben 1x1 Rundplatten auf. Das sind auch Teile, die ganz speziell für dieses Beleuchtungsset entwickelt wurden. Statt dem neuen 12 Volt Leuchtstein von 1980
können wir im Batteriebetrieb natürlich auch die alten 4,5 Volt Leuchtsteine von 1977 verwenden. Vor dem Motorblock haben wir nicht ausreichend Platz für die Stecker, deshalb müssen wir die Scheinwerfer eine Noppe weiter nach vorne setzen und den Kessel verlängern. Eine zweite neue Beleuchtungsmethode ist das Spitzenlicht mit dem Techniklochstein, in den eine umgekehrte transparent gelbe Platte eingesteckt ist. Am Batteriekabel schließen wir noch ein zweites Verbindungskabel für das Spitzenlicht an. Hinter dem Techniklochstein im Dampfkessel kommt noch ein zweiter Leuchtstein. Jetzt sind die beiden Leuchtsteine richtig angeschlossen und wir können den Dampfkessel wieder zubauen. Der Lokführer steigt jetzt in die Lokomotive und startet sie. Der 4,5 Volt Motor fährt immer mit Maximalspannung, deshalb leuchten die Lichter gleichmäßig hell. Das funktioniert beim Batteriebetrieb viel besser als mit dem 12 Volt Fahrregler. Jetzt schauen wir uns noch zwei Durchfahrten durch den Bahnhof an. Einmal bei Dämmerung und einmal bei Nacht. Aber kein Personenzug hat nur die vorderen Scheinwerfer beleuchtet. Wir bauen noch drei weitere gelbe 4,5 Volt Leuchtsteine in den Führerstand und in die zwei Waggons ein und schließen sie im Führerstand an den Motorstecker an, wo wir auch die Scheinwerfer angeschlossen haben. Der erste Lampenstein kommt als Führerstandsbeleuchtung unter das Dach des Führerhauses. Den Anschlusskabel führen wir gemeinsam mit dem Batteriekabel durch das Rückfenster aus dem Führerstand hinaus und müssen ihn unter der Batteriebox durch bis zum Waggon leiten. Das geht ganz einfach, wenn man unter den Achssteinen die 2x2 Platten wegnimmt. Die Achssteine werden weiterhin auf der Seite von den Schrägsteinen gehalten. Bei den Waggons führen wir den Kabel unter dem Faltenbalg durch. Man kann den originalen schwarzen Kabeldurchführungsstein verwenden oder man kann den Kabel durch einen Techniklochstein durchziehen. Ich mache mir es einfach und habe einfach einen alten Grundstein angesägt und zu einem Kabeldurchführungsstein gemacht. Beim Faltenbalg braucht man nur auf einer Seite eine Kante ansägen. Wir brauchen zwei Kabeldurchführungen für den ersten Waggon. Der gelbe 4,5 Volt Leuchtstein kommt unter das Dach und das Kabel führen wir weiter in den zweiten Waggon mit dem dritten Leuchtstein. Jetzt ist der ganze Zug beleuchtet. Wir können das Licht ausschalten und die Beleuchtung testen. Laut Bauanleitung wird als Batteriebox der Batteriewagen verwendet, den es 1981 als Ersatzteil mit der Artikelnummer 1134 gegeben hat. Den Batteriewagen gibt es schon seit 1972 in Rot mit 2 Steckerlöchern. 1980 kam der blaue Batteriekasten heraus, zuerst noch mit 2 und später mit 3 Steckerlöchern. Trotz der neuen schwarzen Magnetkupplungen der grauen Eisenbahn hat der erste Batteriewagen noch eine rot und blau gefärbte alte Magnetkupplung. Der letzte Batteriezug von 1985 bekam dann schwarz gefärbte Magnetkupplungen. Für den Fahrstrom gibt es 2 Schalter
Auf der Seite einen Hebel, der mit dem Gleispfosten geschaltet wird, und auf der Unterseite einen Druckknopf, der mit dem Flügelsignal gesteuert wird. Wir haben hier noch den Anschlusskabel für die Waggonbeleuchtung. Diese müssen wir unten an den Achsen vom Batteriewagen mit etwas Klebestreifen befestigen. Es gibt keine Möglichkeit, den Kabel sonst wo durchzuziehen. Der Batteriewagen passt eigentlich nicht so gut in den Personenzug hinein wie der Schlepptender, aber man könnte ihn als Gepäckwagen verwenden. Mit der 4,5 Volt Motorisierung muss ich die heutige Folge leider abschließen. Für die 12 Volt Motoren müssen wir die 12 Volt Schienenkreise aufbauen und dazu habe ich heute leider keine Zeit mehr. Die Fortsetzung folgt am nächsten Freitag mit der 12 Volt Motorisierung vom Schiebezug 7710 und wir bauen uns auch die zweite Schiebelok 7810 mit den verschiedenen Motorisierungen auf und den dazu passenden Waggon 7818. Bis dahin möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr heute zugesehen habt. Ich wünsche euch noch einen fröhlichen Halloween-Abend und ein besinnliches Allerheiligenfest. Auf Wiedersehen!